Hallöchen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier aus Japan. Ich hoffe, ihr habt die vorherigen nicht verpasst, denn uns hat es jetzt mit dem Zug, mit dem Shinkansen und einem Schimpansen nach Kyoto verschlagen, ja, und der hat mich auf den ganzen Weg, hat er mich die ganze Zeit schikansiert. Jetzt kommen hier die besten Witze. Der Shinkansen war natürlich echt atemberaubend, wie schnell die Dinger fahren. Wir haben 2,5 Stunden für 400 irgendwas Kilometer gebraucht, also richtig durchgepäst sind die Dinger. Ja, und jetzt sind wir hier vor einem richtig schönen buddhistischen Tempel, ne, Benni? Genau, Nishihonganji heißt der und ist aus dem 17. Jahrhundert ungefähr und gehört auch zum Weltkulturerbe der Stadt Kyoto. Also er soll richtig schön sein und ja, ich würde sagen, wir schauen uns den jetzt einfach mal an. Genau, wir gehen da mal rein und man merkt auch schon bei Kyoto, es ist deutlich ruhiger als Tokio und es hat wesentlich mehr traditionelle Aspekte mitgebracht. Viele Tempel hier, ja, wir werden nicht nur Tempel hier abchecken in diesem Video, sondern uns auch als Samurais verkleiden, haben wir einiges vor, wenn das denn hinhaut. Lasst euch mal so überraschen, ob das denn funktionieren wird. Ja, und ansonsten noch einen kleinen Schwertkampf machen und Bibapo und euch jetzt auf jeden Fall mal mitnehmen auf eine kleine Reise in die Kultur Japans. Nach unserem Tempelbesuch sind wir jetzt hier im Nishiki Market und der ist auch ziemlich bekannt in Kyoto. Hier gibt es wirklich allerhand Sachen, das sind so verschiedene Markthallen. Und wir werden uns jetzt hier mal ein bisschen umschauen. Hier gibt es auch verschiedene Sachen, Kreationen zu essen, die doch ein bisschen interessanter sind. Und der Benni wird sich alle reinhauen. Ne? Ja, das schauen wir mal, Komm, Rindermagen, also, ja, der 4. Rindermagen, der 5., der 6., keine Ahnung, alles gibt's hier. Ja, schauen wir mal. Ein paar Meeresfrüchte vielleicht oder so. Und vielleicht gibt es ja auch noch ein paar Überraschungen. Ey, komm, ich bin auch einfach nur ein, weil ihr gut aus Costa Rica habt, der das Video auch nicht gesehen. Genau wie die letzten Japan-Videos, ne? Vielleicht finden wir ja einen Falter. Ja, vielleicht der Falter, erinnerst du dich? 100 €, du hast es nicht gemacht, ne? Jetzt kriegst du 20 von mir, wenn der Rindermagen ist. Ja, mal schauen. Ja, ich bin gespannt. Wird der Benni einen Rindermagen essen? Schreibt's jetzt in die Kommentare. Heard the tape and you bumping it. I got the game and I'ma run with it. Like AP, but I ain't fumbling. These other rappers be malfunctioning and they knowin' the name. Hearing the flow and they going insane. Looking for more and I tell them it's coming and telling they friends. I've been telling the world, I'ma tell it again. You lazy, my pen game crazy. I'm stealing the game like Navy. Ain't whipping a damn Mercedes, but the money coming is gonna be rainy. Better roll the windows up, these dead press raging like it's 1980s. Money don't make me hear or see notes in the music, can't really blame me. Holding it down, nope, they're coming around. Yo, know that I'm coming, I'm taking the crown. I've been doing the crime like it's soprano. Doing 2K on the tape in the day, they've been told that bitch Angie got mad flow. Know that I'm ready to go. I've been learning the game and the ball gonna blow like I've been doing. Ja, hier gibt es wirklich alles und nicht nur verschiedene Essensgerichte, natürlich auch irgendwie Uhren, Brillen, alles möglich. Und der Benni, der hat sich mal so einen Tintenfisch jetzt hier gegönnt. Ich muss sagen, der sieht schon heftig aus. Also der ist schon richtig krass. Lecker, lecker, lecker. Ich habe sowas auch noch nie gegessen. Ja. Manche Leute lachen vielleicht zu Hause, die essen das irgendwie jedes Wochenende, aber ne, ist nicht so mein Fall eigentlich. Ja, das jedes Wochenende. Tintenfisch hat man ja schon gegessen, aber der hier ist halt wirklich so der komplette Tintenfisch. Ja, man sieht das ja, also so ein kleiner Mini. Ich hoffe, die haben die Innereien wenigstens da rausgenommen. Ich würde nie sagen nein. Nein, ne? Wahrscheinlich nicht.
Weil die sind ja auf jeden Fall schon härter. Also ich muss sagen, Benny, du bist echt mutig. Daumen hoch für den Benny. Alter, das ist so ein ganzes Vieh, das ist doch eklig. Oh Gott. Und? Du hast einfach den Kopf gerade gegessen. Nee, war der Arsch. Ach so? Ne, der Arsch war da unten, oder? Nee, oder? Obwohl, ich weiß nicht, du hast den Kopf gegessen. Sind dann nicht eigentlich die Augen? Naja, ist auch egal. Stimmt, der hat ja so ein Gehirn, ne? Der hat ja so einen Riesenschädel. Der ist ja so ein One-Body. Wie sieht das aus von oben? Wow. Sag das jetzt nicht zu laut, sonst ist das effektlos. Ja. Du isst den auf jeden Fall heute noch auf, oder? Wie schmeckt's denn? Jetzt sag doch mal. Also, leicht fischig, aber nicht so hauptsächlich. Weiß ich gar nicht. Man kann es ganz schwer beschreiben. Ich meine, Hühnchen ist es auch nicht. Was vor allem komisch ist, ist das Innere. Ne? Das sind so Perlen oder ja, so sandmäßig ist das. Das sieht ein bisschen aus wie Gehirn vom Tintenfisch da wahrscheinlich, ne? Ja, kann sein. Hör auf, darüber zu reden. Ja, das Ding ist halt, wir haben alle schon mal Tintenfisch gegessen, ne? Calamar Romana und Bibapo. Ja, aber die Arme, die sind noch mal was anderes als das hier. Wirklich. Ja, aber die Arme gibt's ja auch hier, ne? Ja. Muss man jetzt zeigen gerade. Hier. Könnt ihr euch mal die Arme anschauen. Also ich bin echt Applaus für den Benny, ey, ganz ehrlich. Also ob ich den ganz aufesse. Na, einmal kannst du noch, oder? Boah. Boah, Alter, ey. Hier ist der 20. Ja, und wegen. Ich krieg nichts dafür. Nee, er macht das auch noch umsonst. Boah, Alter. Boah. Das ist schon ein bisschen schlecht, ey. Ich muss den Rest jetzt entsorgen, ey. Boah. Vor allem, dieser Geschmack, der hängt mir jetzt den ganzen Tag im Mund und mir wird jedes Mal schlecht, wenn ich dran bin. Ich bin gespannt, was es hier noch so gibt, ey. I dropped a song a few months ago. Got a couple hundred views, so I know that they heard it. Day after day, I'm checking my page, and none of them said anything about my verses. Funny thing is, got on a blog a month ago. Now they'll say that I murked it. They ain't in it for the music, man. Just wanna be there once you the man. Shout outs to my truest fans. You the reason I'm still doing it, fam. Damn, had to put it all in the plan, like Ichiro did when he came from Japan. Ja, liebe Freunde, ich habe mir jetzt auch mal was gegönnt. Angeblich ist irgendwas mit Schweinefleisch, mit Panade und irgendeiner Soße. Ich habe keine Ahnung, was es sein wird am Ende. Schweinepenis. Vielleicht ist es auch ein Schweinepenis. Wir verstehen halt echt nichts hier und es ist ein Schwein drauf abgebildet. Ob das jetzt irgendwelche Innereien vom Schwein sind oder was weiß ich was. Also der Benny ist ja durchgezogen, noch viel schlimmer mit dem Squid, da konnte man sogar orten, dass es eklig ist. Bei dem wissen wir noch nicht mal, ob es jetzt eklig ist und ich zieh's durch. Komm. Und? Ich will jetzt nicht unverschämt sein, weil die Frau gerade da steht. Und? Ja, lecker, ne? Voll lecker. Unglaublich. So siehst du auch aus. Das ist der Wahnsinn. Ich habe noch nie etwas Leckeres gegessen. Vor allem die, was ist das für eine weiße Soße da drauf? Ich habe keine Ahnung. Ne? Ja, ich will es jetzt auch nicht probieren. Du kannst gerne. Ah, nö. Tu dir keinen Zwang an. Tu dir keinen Zwang an. Ich nehme vielleicht noch was anderes. Schauen wir mal weiter. Ja, und hier kaufe ich dem Benny nachher noch zur Überraschung ein paar Kniestrümpfe. Und hier gibt es wirklich alles. Der Laden handelt sich nur um Socken. Ja, es gibt hier Socken aller Varianten. Und guck mal hier die transparenten. Und ich habe hier auch ein paar gute gesehen. Hier so mit. Oh, ist das nicht knuffig? Richtig cool. Richtig nice. Und hier seht ihr auch vorne, da können die Zehenspitzen so ein bisschen rausgucken. Ja? Also sehr, sehr praktisch, diese Socken. Hui. I've been doing this my whole life. I've been balling out my whole life. And I know it's time, cause I'm ready to go. I'm ready to go. I'm ready to go. I've been doing this my whole life. I've been balling out my whole life. And I know it's time, cause I'm ready to go. I'm ready to go. I'm ready to go. Ja, nach unserer kleinen Fahrt an den Rand von Kyoto, hier ging es ja durch die halbe Stadt, sind wir jetzt hier in diesem Bambuswald angekommen und der ist mega imposant. Kyoto übrigens mit 1,5 Millionen Einwohnern, auch eine Großstadt natürlich, aber lange nicht so groß wie Tokio und es geht hier wesentlich gemächlicher zu. Es ist wesentlich entspannter, ne Benni? Ja, finde ich auch. Ist auch eine Studentenstadt, wie wir gelesen haben. Ne? 40 Universitäten sind stimmt. hier und die Leute konnten tatsächlich Englisch mit uns reden. Das war eine riesen Erleichterung für uns auf jeden Fall. Und uns gefällt es hier super. Ne? Viel Natur im Gegensatz Voll. zu Tokio. Man kann echt mal entspannen und runterkommen.
und ja, sich auch die traditionellen Seiten Japans anschauen. Ja, finde ich richtig cool. Und man sieht halt auch kein Wunder, dass hier das Kyoto-Protokoll erschaffen wurde, was ja für Umweltschutz pipapo ist. Zum Glück haben wir aber in Kyoto noch kein Protokoll bekommen. Nach einer kleinen Nachtfahrt sind wir jetzt hier in Gion unterwegs und Gion ist so ein bisschen der Ort der Geishas und die kennt ihr ja vielleicht aus Film und Fernsehen und der Benny, der Gute, der kann euch erzählen, was das genau ist. Du kennst dich ja mal aus, oder? Ja, es geht Lustigungsdamen genau. und so. Ja, die Geishas, das sind quasi die Unterhalterinnen hier in Japan und die gibt es schon seit Hunderten von Jahren und die haben so bunte Kimonos an und sind, ja, ohne das jetzt böse zu meinen, wie Clowns angemalt so ein bisschen, mit einem weißen Gesicht und Strichen und Punkten und so weiter. Ihr werdet es vielleicht noch sehen, wenn wir mal eine erwischen. Ja, falls wir einen erwischen, das ist nicht ganz sicher. Die sind auch sehr verschlossen gegenüber uns Europäern halt, aber die gibt es ja auf jeden Fall. Man sieht ja auch über diese roten Laternen hier in Gion, also es gibt ja einige drin. Es gibt ja auch ein bisschen Rotlicht, glaube ich, aber das ist sehr reduziert und Geishas sind nicht direkt Prostituierte. Also das muss man ganz klar unterscheiden. Die machen nur so eine Show mit dem Fächer und tanzen ein bisschen. Die haben damals, also ich glaube, die sind auch teilweise irgendwie mit der Prostitution verwandelt in der Historie, aber wie das genau läuft, weiß ich selber nicht. Dazu gibt es Wikipedia. Könnt ihr gerne Kommentare unter das Video schreiben hier, was mit den Geishas abgeht. Wir rennen jetzt hier mal ein bisschen rum und nehmen euch natürlich wieder mit. Jetzt sind wir in einem ganz traditionellen japanischen Restaurant und haben uns ein Beefsteaks-Set bestellt, also Rumpsteak quasi. Und dazu gibt es ja hier so ein paar Pommes, ein bisschen Gemüse, ein Salat und irgendein traditionelles japanisches Gericht auf Wasabi-Basis. Wissen wir gar nicht genau, was das ist. Und hier die Steaksoße, die sollen wir mit so einem weißen Zeug vermischen. Weiß ich auch nicht. Rettichbasis und Rettich haben wir ja schon mal diesen übersüßen. Erinnert ihr euch vielleicht, das war nicht so lecker. Hast du recht, ja. Ja. Die Pickles quasi, genau. Genau, die sind auch sehr berühmt in Japan. Und dazu gab es noch diesen Tee hier und natürlich essen wir mit Stäbchen. Ja, und jetzt würde ich sagen, lassen wir es uns schmecken, oder? Ja, zum Wohl, Benjamin. Wunderschönes Wetter hier in der schönen Stadt Kyoto, der ehemaligen Hauptstadt von Japan, wie wir ja schon angemerkt haben.
bis 1868 war das so, bis dann der Tenno nach Edo gegangen ist, dem heutigen Tokio. Und der Tenno, das ist der Kaiser von Japan gewesen. Der war damals aber erst 16 Jahre alt. Ja, und wir sind gerade in Nijo Castle, der Burg Nijo. Und das war der Sitz der Shogune, wenn die den Kaiser besucht haben. Und die wurde 1600 irgendwie gebaut. Ja, und wir werden uns jetzt hier mal ein bisschen umschauen, ne, Ben? Ja, genau. Ich bin sehr gespannt, wie das so ist. Ganz schön warm geworden hier beim Nijo Castle. Oh ja. Und wir haben uns das jetzt mal ein bisschen angeschaut und es ist wirklich richtig schön. Ich finde die Befestigungsmauern und so, da sieht man, Mensch, das war eine richtig krasse Festung. Wir durften drin leider nur bedingt filmen, da habe ich so ein paar Minishots gemacht, aber leider durften wir da nicht komplett alles filmen, deswegen habt ihr da jetzt vielleicht gerade so ein paar Schnittbilder und da sieht man halt, wie die Shogune damals da drin gewartet haben und hausiert haben und ja, ihren Kriegsrat hatten und all sowas. Also schon beeindruckend auf jeden Fall. Und jetzt geht's los zu unserem richtigen Shogun-Festival, denn jetzt geht's zum Samurai-Kampf, liebe Freunde. Und ihr seid dabei, wenn der Benny und ich die Schwerter zücken. Wir sind endlich angekommen in der Samurai-Schule unterwegs und hatten noch schon eine kleine Trainingsstunde. Ja, und jetzt sind wir hier voll kostümiert als Samurai. Der Benny sieht richtig gut aus. Sieht richtig gut aus, Alter. Ne? Kann man natürlich auch mal zeigen hier gerade, wie man das aussieht. So, hier ist richtig nice. Hier ist übrigens das Schwert noch. Ne? Zack, das hält man übrigens immer so. Und die Samurai, ich kann es mal kurz zeigen, so sieht das aus. Also richtig, richtig cool. Ja, und so sieht man das aus. Ne? Ja. Ja, es macht auf jeden Fall mega Spaß. Auch, ne? Macht mega Spaß. Aber es sieht ziemlich smooth aus. Ich kann mir vorstellen, das so daheim auch anzuziehen. Ja. So vom Fernseher am Chillen, so ein bisschen. Schon so ein Röckchen. Also so sieht man es so mal komplett. Und ich finde, es ist eigentlich ziemlich nice. Ja, wir haben jetzt einen kleinen Schwertkampf absolviert auf dem Wege von Bushido, heißt das eigentlich. Bushido, genau. Bushido, nicht Bushido. Bushido heißt das eigentlich. Ja, und das bedeutet der Weg des Kriegers, der Weg des Lebens des Samurais und so weiter. Es gibt verschiedene Interpretationswege. Ja, und wir zeigen euch jetzt mal so ein bisschen, was hier abgeht mit unserem Samurai-Schwertchen. Katana. Okay, one more razor sword. 1, 2, 3. Power! Grip both hands. Raise. Spin to it. One arm. Okay? Bend the knee. 1, 2, 3. Power! Kick. Grip sir. Right. Sit. Ja, nach unserem Samurai-Kampf gibt es jetzt erstmal eine kleine Stärkung, Benny, ne? Ja, ganz genau. Eine klassische Nudelsuppe mit ein bisschen Gemüse drin. Genau, Udon-Nudeln und so weiter. Typisch japanisch und das Restaurant auch typisch japanisch, kann man glaube ich so sagen. Und der Samurai-Kampf war ziemlich cool, ne? Also ich muss sagen, beim Schneiden ist gelernt, war zwar ein bisschen touristisch veranstaltet alles. Ja. Und wir konnten uns hier gegenseitig abschlachten, leider. Hab ich ja gedacht.
Ne, das wäre richtig geil gewesen, aber ansonsten war es schon sehr nice, oder? Ja, mir hat es auch Spaß gemacht. Ich bin ja auch Martial Arts interessiert, von daher ganz cool, mal einen Einblick auch in die Samurai-Kunst zu bekommen. Aber wie gesagt, war halt Anfängerkurs und so für Touristen. Von daher müsste man es jetzt noch vertiefen, um richtig abzugehen mit dem Schwert. Aber du sahst richtig cool aus hier. Ja, die Kimonos, die waren echt geil, ja. Das war unser Besuch bei diesem wunderschönen Zen-Garten. Mensch, ist das entspannt gewesen. Und das war gleichzeitig auch unsere Zeit in Kyoto. Hier gibt es natürlich noch viel, viel mehr zu sehen. Es gibt noch diverse Tempel, es gibt noch irgendwelche Burgen und was weiß ich was. Nintendo Hauptquartier ist auch hier. Allerdings recht unspektakulär. Da hätten wir noch reinkommen können, hätten wir einen Termin gemacht. Und das ist einfach nur so ein Bürogebäude. Da haben wir auch ein bisschen recherchiert vorher. Deswegen war das jetzt nicht so abenteuerlich. Ansonsten hatten wir eine richtig geile Erfahrung. Samurai-Kämpfe, wir haben Essen ausprobiert. Wir haben normale Sachen gegessen, köstliche Küche, die japanische, kann ich nur weiterempfehlen. Bis auf so ein paar Sachen, wo es dann Richtung Innereien oder irgendwelche abgedrehten Fischgerichte geht. Ja, die sind jetzt nicht so ganz meins. Aber insgesamt war es eine unglaublich tolle Zeit. Und ich hoffe, ihr habt auch die letzten Videos aus Japan gesehen. Und wir haben ja noch viel, viel mehr Reisen gemacht. Einfach mal in der Beschreibung schauen. Alle Videos aus Sarazas echtem Leben anklicken. Und da werdet ihr noch viele, viele tolle Reisevideos finden, die ihr wahrscheinlich auch, die euch euer Interesse vielleicht auch wecken werden. Also es gibt so viele tolle Länder. Und Japan auf jeden Fall eine Reise wert. Es gibt erstaunlich wenige Touristen, haben wir ja schon angemerkt. Und es ist einfach ein tolles Land mit einer völlig eigenen Kultur. Und Kyoto persönlich gefiel mir noch eine Ecke besser, weil es wesentlich traditioneller ist. Mit seinen 1,5 Millionen Leuten halt auch wesentlich ruhiger als seine 12 Millionen oder 35 Millionen Metropolregion in Tokio. Die Stadt ist halt schon richtig krass überlaufen. Aber halt auch eine Reise wert. Auf jeden Fall, ohne Frage. Und in Japan gibt es natürlich auch noch viel, viel mehr zu sehen. Wir hatten jetzt hier einen kleinen Abstecher, der sich auf jeden Fall gelohnt hat. Und wir werden uns jetzt Richtung Hotel begeben. Ja, und dann werden wir gucken, ob wir irgendwie vielleicht heute Abend noch was machen. Vielleicht auch mal ohne Kamera oder so. Mal sehen. Das wird sicherlich auch ganz geil. Benni, wie hat es dir denn gefallen? Mir hat es sehr gut gefallen. Vor allem hier in Kyoto kam halt zum ersten Mal richtig Urlaubsfeeling auf. Aber auch Tokio war sehr interessant, vor allem wegen dem ganzen Hightech, von den Toiletten bis zu den Zügen. Sehr imposant, vor allem wenn man das in Deutschland halt nicht so hat. Außer die Taxen, die sind größtenteils echt oldschool, teilweise 80er-Jahre-Taxen. Und die Taxifahrer auch. Ja, die sind auch meistens oldschool. Ja, Japan hat halt eben ein Problem mit der jungen Bevölkerung, abgesehen hier von Kyoto. Da gibt es halt auch wesentlich mehr junge Leute, wobei Tokio natürlich auch einiges zu bieten hat, ganz klar, ohne Frage. Jetzt kommen hier natürlich verschiedene Autos hinter uns, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Deswegen biegen wir jetzt mal hier ab. Wir haben uns nämlich gedacht, komm, wir machen mal so einen richtig coolen Schnitt hier und rennen einfach mal so ein bisschen noch mit euch über die Straße und atmen diese schöne Zen-Luft, wo wir unsere innere Ruhe gewonnen haben. Cooles Bandana übrigens, hast du was auch hier? Guck mal hier. Heißt Japan übrigens. Ja, Japan und meins ist Erfolg, aber das sieht man jetzt gerade nicht, deswegen bin ich nur auf Japan. Ja? So, Peter Japan. Straight out of Netherlands. Ja. So, das war auf jeden Fall unsere schöne Reise. Wenn es euch gefallen hat, lasst es uns wissen. Gerne auch weitere Kommentare zu den nächsten Reisen. Welche Reiseziele wollt ihr noch sehen? Vielleicht wollt ihr noch irgendwas in Europa sehen. Lasst es uns, wie gesagt, wissen. Es war ein Abenteuer wie immer. Und wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag und bedanken uns ganz herzlich bei euch,
dass ihr immer so fleißig mitschaut, egal ob bei Let's Plays oder bei diesen ganzen Reisevideos. Das ist wirklich toll. Also kann ich echt nur einen Daumen hoch für geben. Vielen Dank. Arigato. Arigato gozaimasu. So, und wir wünschen euch jetzt noch einen schönen Tag. Verabschieden uns aus Japan.